Berlin ist für viele Sehnsuchtsort. Berlin ist Freiheit. Berlin ist Exzess. Berlin ist Sex. Wie oft ich dies gedacht und diesen Gedanken auch aus vieler anderer Münder hab schlüpfen hören. KitKat, Conceptual, Berghain, Darkroom. Auch ich wollte von dieser Freiheit kosten. Mich verwirklichen. Auch und vor allem sexuell. Ich komme aus einem Dorf. Das sage ich immer. Eigentlich ist das eine Lüge. Ich komme aus einer Kleinstadt. Aber weil einige schon Bremen für klein halten, fühlt sich mein Herkunftsort an wie ein Dorf. Ich benutze es wie eine Beleidigung, um zu bezeichnen, wie engstirnig die BewohnerInnen waren. Wie klein und eingeschränkt sich meine Lebenswelt angefühlt hat. Und so viel Scham. Die Lichter, die durch die dunkle, verrauchte Halle im Bass und im Takt meiner hektischen Gedanken zucken. Die Körper, die sich nackt oder halbnackt vor meinen großen Augen rekeln und in denen sie sich nervös verirren. Der Gedanke, meine Stimme, die sagt, sie sind dünn, du nicht. Beleidigung. Manchmal fällt mir voller Schrecken ein, wie ich damals die Frage, bist du etwa eine Feministin, mit einem Nein abwehrte. Nicht tatsächlich wissend, was das überhaupt bedeutet, Feministin sein. Aber so wie das schien, war das viel zu extrem. Lieber nahm ich das Kompliment an, nicht so wie andere Frauen zu sein. Und ich wollte zu meinen männlichen Freunden gehören. Zu irgendwem eigentlich, doch es war einfacher Anschluss zu finden bei den Personen, die mich attraktiv finden. Sexy sein lernte ich sehr früh. Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, merkte ich, dass ich einen Körper habe. Denn dieser wurde ständig kommentiert. Vor allem in der 4. und 5. Klasse gab es anscheinend kein interessanteres und häufiger diskutiertes Thema im Klassenraum als das meines Übergewichts. Wie Mensch es auch nennen mag, in den Augen meiner MitschülerInnen war ich fett, dick. Es gab zu viel von mir. Vor allem die Jungs in meiner Klasse wiesen mich fast täglich darauf hin und wünschten sich einmal auf einem Zettel, der in der Klassenkonferenz laut vorgelesen wurde, dass ich doch abnehmen solle. Zu Hause hieß es ja aber auch, pass lieber ein bisschen auf und bist du dir sicher, dass du das noch essen willst? Später dann, wow, hast du abgenommen? Und toll, du siehst richtig schlank aus. So richtig schlank habe ich mich nie gefühlt. Eigentlich bis heute. Ich habe nie versucht, wirklich absichtlich anders auszusehen. Aber eine Zeit lang habe ich versucht, wirklich normal auszusehen. Das war die Zeit, als die coolen und reichen Mädchen aus meiner Klasse mit mir geredet haben. Aber irgendwann hat sich das Innere immer nach außen gekehrt. Irgendwann passte ich einfach nicht mehr. Meine erste Clique hatte ich als Jugendliche. Ich war die Einzige, die auf das Gymnasium ging, alle anderen gingen auf die Real- oder Hauptschule. Aber irgendwie feuerten alle meinen dämliche Barbie-Charakter an. Für einige Zeit spielte ich die Dumme in der Gruppe. Alle genossen es war lustig, wir hatten eine gute Zeit. Ich erinnere mich an den Sommer im Freibad, die Liebesgeschichten, wie eine meiner damaligen besten Freundinnen mich küsste aus Spaß. Und die Überraschung, wie es sich anfühlte. Ich wollte, dass es wieder passierte, aber ich hätte niemals danach gefragt.
In welchem Winkel wirft mein Bauch am wenigsten Falten? Und welche Ausrede lasse ich mir einfallen, um Morgensex und das alles entblößende und enthüllende Tageslicht zu vermeiden? Mag ich Sex am Morgen einfach nicht oder rede ich mir ein, ihn nicht zu mögen, weil ich dann meine Problemzonen nicht mehr so gut verstecken kann? Doch was gilt es hier eigentlich zu problematisieren? Der Begriff Problemzone ist problematisch, weil er vor allem Frauenkörper problematisiert und sie damit einer Norm unterwirft und abwertet. Und obwohl ich diesen Macht- und Kontrollmechanismus längst durchschaut habe, kann ich mich bis heute nicht davon ausnehmen. Da war dieser Typ in meiner Schule. Und weil ich so unbeliebt war, war ich dankbar, dass er mir schrieb. Wir hatten keine Gemeinsamkeiten. Ich wusste insgeheim, dass er ein Player war. Ich mochte ihn nicht einmal. Und er mochte mich nicht. Und er war arrogant. Mein erstes Mal hatte ich mit 14 mit einem 18-jährigen Jungen oder jungen Erwachsenen, jungen Mann. Ich fand ihn nicht mal besonders attraktiv, eigentlich im Gegenteil. Ich fand ihn eklig. Er breitete die Decke über uns aus. Wir trafen uns nur wenige Male, aber immer auf dem Sofa. Und irgendwann tat ich, was er verlangte. Der Grund, weshalb er mich traf. Ich habe mir so lange nicht erlaubt, darüber nachzudenken. Und der einzige Grund, weshalb ich noch weiß, dass ich seinen Penis in meinem Mund hatte, war, dass ich seitdem für immer in meinem Dorf als Schlampe bekannt war. Ich habe schon immer geliebt, über meine Liebschaften zu reden. Und ich liebte es, Liebschaften zu haben. Begehrt zu werden ist besser, als überhaupt nicht gemocht zu werden. Und begehrt werden ist aufregend, wenn ein Mensch sich so lange hässlich und fett gefühlt hat. Ich war betrunken auf einer Party im Jugendclub in Schöneberg und wollte es einfach hinter mich bringen. Mittendrin überkam mich der Ekel. Vor ihm, vor mir selbst und vor dem Akt an sich. Ich fand das alles komisch und irgendwie befremdlich. Dass ich so früh schon Sex hatte, lag nicht etwa daran, dass ich bereits Gefallen daran oder meine Lust und Begierden bereits erprobt und entdeckt hatte. Es wurde von mir erwartet. Zumindest dachte ich das. Oder rückblickend betrachtet, wurde es doch schlicht und einfach erwartet? Ich schlief mit vielen Jungen, ohne dies auch nur ein einziges Mal aktiv gewollt zu haben. Ich weiß noch, wie mir meine Brüder voller Wut und Ekel in den Augen vorwarfen, dass sie von Menschen auf mich angesprochen werden würden. Deine Schwester ist doch voll die Schlampe. Zu dem Zeitpunkt ging ich eigentlich noch als Jungfrau durch. Ich hatte eine halb scherzhafte Regel, die diesen Status und mich beschützte. Wenn er mich nicht zum Orgasmus bringe, dürfe er nicht in mich eindringen. Und bei einem der Male, als jemand diese Regel brechen wollte, war ich nicht bereit. Mein erster Freund, mit dem ich nach seinen Worten inoffiziell zusammen war, hatte niemals Gefühle für mich. Und er war ein schlechter Mensch. Doch ich wollte ihm helfen. Unsere Beziehung endete nach dem Versuch, Sex zu haben. Er lästerte und spottete vorher darüber, dass sich dafür einige Mädchen nur wie Marienkäfer auf den Rücken werfen würden. Er wollte
dass ich mich auf seinen Penis setze. Ich danke meiner Vulva bis heute, dass es nicht passte. Doch er ist auch heute in meinem Kopf, wenn ich meine Brüste betrachte und sie hässlich finde. Er und sein Kumpel, in den ich vorher verliebt war, lachten gemeinsam über meine Eistüten. Erst später habe ich verstanden, dass sie damit die Form meiner noch wachsenden Brüste meinten. Ich habe früh gelernt, sexy zu sein. Ich wollte gemocht werden und es lag nahe, zu dieser Bestätigung auf sexuelle Weise zu gelangen. Also lernte ich zu performen. Ich lernte zu gefallen. Dankbar darüber, dass sich jemand für mich interessierte, kniete ich mich immer wieder vor einen Jungen und machte mich und meine eigenen Bedürfnisse klein und schob sie lange beiseite. Entlohnt wurde ich von den Jungen in meinem Umfeld, selbst von denen, mit denen ich bereits geschlafen hatte, mit der Bezeichnung Schlampe. Wie oft ich Orgasmen vorgetäuscht habe, wage ich nicht mal zu schätzen. Es war Teil meiner Performance. Die Show, die ich dem Mann zuliebe immer wieder aufführte. Denn er soll sich männlich fühlen, erfolgreich, fähig, mich, eine Frau, zum Orgasmus zu bringen. Mit seinem bloßen Körper und seiner ganzen Manneskraft. Und wir waren nicht mehr zusammen. Wohl, weil ich zu dieser Zeit nahezu prinzipiell nicht mehr raus durfte und mein Vater nicht mehr glaubte, dass meine Theaterproben so lange gehen würden. Er hatte immer neue Gründe. Und immer die Motivation, mich nach Hause zu holen, wenn ich es dennoch wagte, rauszugehen. Privatsphäre war etwas, was ich der Meinung meines Vaters nach nicht verdiente, da man mir nicht vertrauen könne. Manchmal, wenn er mich bestrafen wollte, nahm er meine Zimmertür aus den Angeln und gab sie mir erst wieder, wenn ich dies und jenes. Ich weiß auch, dass mein Vater meine privaten Konversationen auf Facebook las. Seitdem ich in Textnachrichten mit jemandem in bildhafter Sprache die Idee auslegte von dem, was ich für sexy hielt. Er stellte mich wütend zur Rede und ich verstand nicht wirklich, worum es ging, bis er mit den Worten „Das ist doch keine Jugendsprache mehr" versuchte, mein Sexting zu rezitieren. Soll ich da etwa noch stolz sein? Mein Vater hat viel Zeit in seinem Leben damit verbracht, mein Selbstwertgefühl zu zerstören. Der Schoß, auf dem ich sitze, dessen Mund ich küsse und dessen Augen ich nicht erinnern oder sehen kann. Das Gefühl, mit diesem anderen Körper zu verschmelzen. Und die Frage, die mir durch den Kopf schießt, ob die Hände, die sich mit ausgestreckten Fingern meine Brüste, meinen Körper greifen, nur eine dem Rausch geschuldete Einbildung oder Verstärkung dieses Gefühls sind. Die Hände, die von rechts und links und vorn und hinten und allen Seiten kommen und sehr real sind. Die Kontrolle, die ich längst verloren habe. Und die Lähmung, die in diesem Moment der Realisierung eintritt und mich handlungsunfähig macht. Der Bass, der das immer noch begleitet und mich verstummen lässt.
Mein Vater hat viel Zeit in seinem Leben damit verbracht, mein Selbstwertgefühl zu zerstören. Er liebte zum Beispiel, mir Taubernuss am Küchentisch Kopfrechenaufgaben zu stellen, weil er wusste, dass ich seit der 1. Klasse Probleme damit hatte. Alle waren der Überzeugung, ich würde niemals mein Abi schaffen und wenn ich jemals die Note 3 in dem Fach Mathe bekäme, würde mir ein Auto geschenkt werden. Und irgendwann klickte es in meinem Kopf. Ich hatte Motivation für die Schule zu lernen und ich hatte tatsächlich einmal eine 3 in Mathe. Doch das mit dem Auto war anscheinend nur ein Witz, um mich zu demütigen. Ich ging nicht mal einher mit dem Image. Und meine Clique ließ mich fallen. Alle an einem Tag. Ich passte einfach nicht mehr. Und ich wusste nicht genau warum. Doch da lernte ich, was Gerüchte in einem Dorf so alles anstellen können. Das nächste Mal sah ich meine Clique, als sie mich in den Park lotsten, um mit mir zu reden, wie sie sagten. Und dann ein mir relativ unbekanntes Mädchen eine Ohrfeige gab. Mit der Begründung, dass ich einen Ruf als Schlampe hätte. Meine vergangenen Freunde standen da um mich herum und taten nichts. Der Typ von Tinder aus Hamburg, mit dem ich das erste Mal in meinem Leben sexte, schickt mir fast täglich ein Foto oder eine Fantasie. Eigentlich mag ich das, was er schreibt und mit mir teilt. Aber das Wort eigentlich habe ich in solchen Zusammenhängen schon zu oft gedacht. Und eigentlich ist mir das auch schon manchmal zu viel. Und eigentlich bin ich es leid, ständig nur auf seinen Input zu reagieren. Und eigentlich möchte ich dafür in der richtigen Stimmung sein. Aber vor allem und ganz sicher möchte ich, dass er auch mal auf mich reagiert. Mein Tempo, meine Bedürfnisse und meine Grenzen. Geheimnisse. Einer meiner liebsten Erinnerungen aus dem Dorf waren die Partys mit der Theatergruppe aus der Schule. Das war die Nacht, als ich das erste Mal leidenschaftlich von einer Frau geküsst wurde. Sie hat mich anders geküsst. Ich habe sie anders geküsst. Es war anders, es war neu. Und immer, wenn wir uns nachher auf Partys sahen, betranken wir uns, um es wieder zu tun. Sonst taten wir es nicht. Sie verließ ihren Freund, um auf einer Premierenfeier mit mir rummachen zu können. Das sagte sie, als sie brennend auf meinem Schoß saß. Und ich glaubte in dem Moment nicht, dass sie das ernst meinte. Und ich gab sie auf, als sie entschied, vernünftiger zu sein und nicht mehr zu trinken. Auf ihrer Geburtstagsfeier suchte ich noch ihren Blick, aber sie entgegnete ihn nicht mehr. Ich glaube, ich war verliebt. Ich war mir sicher, ich hatte sie an der Nüchternheit verloren. Und dann spazierte ihr Ex hinein und ich fiel aus allen Wolken. Sie hatte ihn für mich verlassen? Ich glaubte es immer noch nicht. Später wurde er mein erster offizieller Freund. Nachdem sie und ich lange keinen Kontakt hatten, erzählte ich ihr irgendwann davon und sie war so verletzt. Ich glaubte ihr endlich. Und ich denke immer daran zurück, wenn Menschen für mich entscheiden, ich sei mehr hetero, weil ich noch nie eine Freundin hatte. Den Großteil meiner sexuellen oder romantischen Erfahrungen habe ich mit Cis-Männern gemacht. Wobei ich mich als Jugendliche auch schon mal für Frauen interessiert habe. Es gab mal eine Zeit, in der ich
große Angst davor hatte, jetzt lesbisch zu werden. Ich schaute zum ersten Mal Pornos und stellte fest, dass mich solche, in denen es nur Protagonistinnen gab, viel mehr anregten, als die, in denen irgendwelche aufgepumpten, solariumgebräunten Mackertypen Frauen ihren Penis in den Rachen rammen und sonst auch recht wenig von weiblicher Lust oder gegenseitigem Respekt zu sehen war. An einer Hand kann ich diejenigen abzählen, mit denen ich tatsächlich meinen Orgasmus teilen durfte. Wobei Tendenz steigend. Denn ich habe angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen, was mir denn eigentlich gefällt. Und vor allem, wo ich meine Grenzen setze. Das kostet noch immer unheimliche Kraft und Überwindung. Wollte ich damals auf gar keinen Fall, dass irgendwer erfährt, dass ich Lesbenpornos schaute und auch schon mal ein Mädchen gut fand, frage ich mich heute, bin ich lesbisch genug, um bi zu sein? Zwar kann ich mich noch immer nicht einer klaren Kategorie zuordnen, um meine Sexualität zu beschreiben. Ich stehe auf Männer, manchmal auch auf Frauen. Vor allem aber stehe ich auf Konsens. Und ich habe gelernt, meine Bedürfnisse offen zu kommunizieren und vor allem ehrlich zu mir selbst zu sein. Und dann zog ich weg nach Bremen und ich lernte meine neue große Liebe kennen. Freiheit. Ich bin pansexuell, ich bin polyamorös, ich verdiene autonom als Domina mein Geld und ich habe keine eigenen Geheimnisse mehr, sondern halte die Geheimnisse meiner Kundschaft. Ich bin ein Mosaik, bunter als je zuvor. Ich habe gelernt, dass ich, entgegen anderen Meinungen, lieben darf, wie viele ich will und wen ich will. Ganz besonders mich selbst. That's good. Yeah, right.